und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass du mit mir zusammen dieses kleine Bild von Nikis Kreativshop vorbereiten möchtest oder mir dabei zusehen möchtest. Ja, ich dachte, weil mir gesagt wurde oder mir geschrieben wurde, dass manche diesen Shop hier auch noch nicht kennen, dachte ich, gut, dann probiere ich sozusagen zügig mal ein Bildchen von dem Shop anzufangen und auch dann einfach so ein kleines Ergebnis zu zeigen. Deswegen ist es der Toaster geworden, weil der ist 30 x 30, hat 34 Farben. Und ja, ich dachte, den kann man vielleicht mal schnell, in Anführungsstrichen, legen. Ja, ich habe alles schon hergeholt. Ich habe das Bild, meine Dose mit den Vorbereitungssachen, ein Schiffchen, meine Döschen. Ich habe mir Sticker gemacht. Meinen Trichter habe ich, ein Washi-Tape habe ich mir auch geholt, weil ich gerne die Folie hier austauschen möchte und ich mir den Rand abkleben möchte bei dem kleinen süßen Toaster. Dazu habe ich mir auch hier noch sozusagen Reste zusammengesucht von so Silikonpapier. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem süßen Toaster. Genau. Ja, ich kannte den Shop, wie gesagt, ja auch noch nicht und ja, fand den Toaster jetzt ganz goldig. Ich habe ja auch noch die Tasse, aber die ist es jetzt erstmal nicht geworden, weil ich noch andere Bilder mit am Start habe. Und wenn ich bei mir selber zu viele Bilder hängen habe, dann komme ich innerlich ein bisschen in Stress. Also das ist bei mir, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere, aber ich stresse mich dann selber sozusagen, weil ich mir dann denke, ach, jetzt hast du das Bild angefangen und du willst doch das noch fertig haben. Und ja, deswegen dachte ich, nehme ich das kleinere von beiden. Und ich denke aber, da wird man auch ein recht gutes Ergebnis sehen. Hier ist noch die Papierlegende. Hier waren ja auch Sonderfarben mit dabei. 4 Stück. Ja, ich glaube, da kann man ganz gut einen ersten Eindruck gewinnen. So. Ich hole die Tütchen mal raus und tue den Plastikbeutel rüber. Das hier waren die Sondersteinchen. Die hatte ich ja extra gezeigt. Und das hier sind die anderen Steinchen. 3, 4, 7. Sortiere ich mir kurz mal in der 10er-Sparte sozusagen. Also bis 20, bis 10, 25, 24, 26, 23, 21. Irgendeiner wollte weghüpfen. 30. So, der gehört noch dazu. Der gehört dazu. Der dazu. Der dazu. Ja, aber ich dachte, so sieht man vielleicht auch die Steinchen ein bisschen besser. Und hat einfach einen besseren Eindruck von dem Bild. Das hier ist eine 310. Das sind ja Zipptütchen, was ja sehr schön ist. Ich hebe mir auch die Tütchen immer auf, damit ich die Farben nochmal dementsprechend wegräumen kann. Und wie gesagt, ich habe mir so Stickerchen gemacht.
Was ja sehr positiv ist hier bei der Legende ist, es besteht aus Zahlen, Buchstaben und nur ein Sonderzeichen, also die 34. Der AB hat nur ein Sonderzeichen und sonst besteht es nur aus Zahlen und Großbuchstaben. Was ich generell, also das habe ich als sehr positiv empfunden, muss ich sagen. Ja, jetzt muss ich mich mal kurz sortieren, wie ich das am besten mache. Die Döschen sind schon gebraucht, aber dass da so ein bisschen Kleberest drauf ist, das stört mich jetzt nicht, weil ich klebe die anderen oben drüber und dann kann das ruhig da drauf sein. Und unten drunter sehe ich es ja nachher nicht. Von daher passt das schon. Ja, und ich dachte, mit 34 Farben hat man zwar ein bisschen was zum Legen, aber ich hoffe, dass das nicht in Stress ausartet sozusagen, denn es ist ja wie gesagt ein Hobby und deswegen finde ich, sollte das alles auch immer gemütlich ablaufen. Ja. So ist das. Bei uns scheint heute noch ein bisschen die Sonne. Wir haben jetzt, ich glaube, 4 oder 5. Mal gucken. Ja, ist kurz vor 4. Draußen ist noch schön. Ist auch schön angenehm heute. Die Luft geht ein bisschen. Das finde ich aber jetzt persönlich nicht schlecht, sondern eigentlich eher als positiv. Ja, das ist schon sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, ob das wieder so warm werden soll. Lassen wir uns mal überraschen. Oder ja, ob es anders kommt. Deswegen schauen wir mal. Heute ist bei uns in Rheinland-Pfalz, also es ist Freitag, der letzte Ferientag. Die Kinder haben ihre Sachen schon vorbereitet für die Schule. Und ich muss sagen, sie freuen sich auch auf die Schule. Sie freuen sich alle wiederzusehen, was Neues anzufangen und wieder mit dabei zu sein. Das ist eigentlich immer ganz schön, wenn sie ihren Spaß haben. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr in den Ferien sozusagen gepaintet. Aber wenn man halt dazu nicht kommt, dann ist das halt so. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich muss ehrlich sagen, wenn es dann schon spät abends bei uns ist, also so 9, 10, da habe ich irgendwie auch nicht mehr die Muße dazu, noch zu painten. Ich weiß nicht, also, aber gut, ich meine, ja, ich stehe ja auch gegen 4 Uhr auf morgens und ja, das ist jetzt ein bisschen Mimimi, ne? Aber es ist halt auch so, da bin ich dann doch ein bisschen faul. Nicht dann noch eine Stunde, obwohl, wenn ich dann dran sitze, macht mir das natürlich auch Spaß. Aber dann habe ich es morgens, dann komme ich dann so schwer aus dem Bett. Da ist das ein bisschen schwieriger aufzustehen. Ja, aber generell bin ich halt eher ein früher Mensch als jemand, oder Langschläfer. Also ich habe das nicht so mit Langschlafen. Deswegen passt das alles schon so. So,
Die Sticker sind drauf. Den Stickerbogen hier, das hebe ich mir noch auf. Da kann ich nochmal Sticker drauf machen. Den kann ich noch anderweitig nutzen. Deswegen kommt der jetzt rüber. So, Döschen hier, das hier hin und hier ist mein Trichter. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der ersten Nummer. Wenn man sie findet. Sie versteckelt auch noch. Oh je. Das fängt schon gut an. Ne? Genau. So an sich fand das Bild total goldig, deswegen freue ich mich jetzt auch auf das Bild. Ich mag ja, so Kawaii-Stil ganz gern. Nicht bei allem, aber schon beim Teil. Ich finde das ganz süß, wenn das so ein bisschen niedlich aussieht. Wobei die Tasse sieht ja auch super aus. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast dazu. Aber die ist ja auch wirklich süß. Aber wie gesagt, die war halt größer und deswegen ist es halt jetzt das kleinere geworden. Ja, weil ich dachte, dass das für ein Ergebnis nachher ganz gut ist. Und ich will ja nicht nur die Sachen zeigen, sondern wenn gesagt wird, dass die Leute den Shop so gar nicht kennen, möchte ich ja auch dann zeigen, was für eine Qualität das ist. Und nicht nur sagen, ah ja, guck mal da, kannst ja mal was kaufen gehen oder durchgucken oder sowas, sondern ich möchte es einfach zeigen. Denn für so einen ersten Eindruck ist das doch ganz angenehm. Ja, man hat immer nur so ein paar Steinchen. Die Tütchen, die Zippertütchen sind wirklich schön. Das sind festere Zippertütchen. Von daher nicht so ja, zart. Steinchen jetzt bis jetzt eben waren sie nicht statisch. Die hier kleben jetzt ein bisschen, sind ein bisschen statisch geladen, aber nicht schlimm. Es sind Harzsteine, so wie es aussieht. Da ist jetzt ein bisschen, ein ganz klein bisschen die Statik drin. Dann mache ich einfach ein Tüchlein rein. Ein Trocknertüchlein und dann geht das weg. Kurz und knapp, ganz einfach. So, die 5. Das wird auch nicht ganz passen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das lasse ich dann immer im Tütchen mit drin und lege mir das dann einfach dazu. Genauso wie die 310 einfach. Da muss ich jetzt aufpassen, das habe ich ein bisschen voll gemacht. Ja. Ansonsten ja, gab es eigentlich gar nicht so viel. Ich habe die Woche ein Bild von Tini Schnickschnack fertig gemacht. Den Blumenelefant. Der war vorher hier drin. Und jetzt ist er sozusagen down gekittet. Und dazu habe ich auch noch das Video gerade eben gedreht. Und das möchte ich auch noch online stellen, aber das wird dann erst, ich denke, nächste Woche Donnerstag kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich hier das hochlade. Vielleicht am Sonntag oder am Samstag. Da mache ich ein Tüchlein rein, da ist ein bisschen Statik drin. Ja, muss ich mal gucken. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass dienstags ja immer ein Video zum Diamond Painting kommt und Samstag ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja.
Das ist nur für diejenigen, die neu dazu gestoßen sind, nochmal als kleine Info einfach. Denn ich habe beides sozusagen auf einem Kanal, weil ich wollte es nicht trennen. Wusste ja auch nicht, ob das so angesagt ist alles. Ich wollte einfach nur mein Hobby oder meine Hobbys teilen. Und deswegen ist das so entstanden, weil ich bei mir so im Umkreis, ja, eigentlich niemanden habe, der das so handhabt, sozusagen. Deswegen hatte ich meinen Kanal hier erstellt, weil ich einfach die Sachen teilen wollte, mehr erfahren wollte, mehr lernen wollte auch. Und ja, das kam dann so. Und ich freue mich natürlich. Ich freue mich über den Zuwachs von dem Kanal. Aber wie gesagt, das ist nur hobbymäßig. Ja, deswegen kommen auch ab und zu Anleitungen, ab und zu hier so Whip and Jets oder Kidding Ups. Aber wie gesagt, gerade so, wie es das Hobby zeigt, sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Also für mich ist es gut so. Ich freue mich natürlich, dass immer mehr Abonnenten kommen. Dafür vielen, 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 vielen Dank. Das hätte ich am Anfang nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass doch so viele diese Hobbys teilen einfach. Das freut mich unheimlich, weil ich dadurch gemerkt habe, naja, so allein bist du nicht hier in deinem Umfeld vielleicht. Aber ja, sonst halt nicht. Ne? Und das tut ja auch mal ganz gut, so Sachen einfach zu merken und zu realisieren einfach. Ne? Also, ja, das hat mir schon viel gebracht. Das hat mir viel, viel mehr die Freude an den Sachen zurückgegeben. Ja. Da war schon einer drin. So ist das. Und ich glaube, anderen geht es ähnlich wie mir und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und den Kanal gemacht habe. Ja. Genau. So, jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich noch dir erzählen kann oder was du gerne hören möchtest. Ach, ich kann mal erzählen, ich war am Mittwoch. Am Mittwoch bin ich in die Stadt gefahren, in eine größere Stadt. Und war da in einem Geschäft mit einer Bekannten. Und die hat eine Tasche gesucht. Also eine ganz bestimmte Tasche von einer bestimmten Marke. Und da haben wir im Internet geschaut, welches Geschäft das hier in der Nähe bei uns verkauft. Haben dann eins gefunden. Und ja, da bin ich dann mit ihr dahin. Wir haben leider in dem Geschäft nur 2 Taschen davon gesehen, also zweimal dann auch dasselbe Modell, selbe Farbe. Ja,
aber halt wirklich extrem runtergesetzt. Die war dann im Sale und ja, war halt so, ja, schon leuchtend blau, die Handtasche. Also ein schönes Blau, so ein Royalblau, aber halt schon, ja, leuchtend, so deftig, deftig. Ja, ist nicht schlimm, meiner Bekannten hat es gefallen. Und ja, dann hat sie halt gesagt, komm, die ist ja so viel runtergesetzt, die nehme ich auch mit. Das Blau passt auch zu meinen Sachen, das ist okay. Und dann hat sie die dann mitgenommen. Wir haben noch an der Kasse, was ich ja ganz süß fand, hat sie noch so einen kostenlosen Bubble Tea geschenkt bekommen. Und dann war es so, dass wir heim sind. Ich war dann noch im Discounter einkaufen mit ihr, weil war gerade auf dem Weg, also haben wir das noch schnell mitgenommen sozusagen. Und dann waren wir daheim. Ich habe sie heimgebracht, ich bin dann zu mir nach Hause und am nächsten Tag haben wir telefoniert und da sagt sie, also du, das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Sag ich, wieso, was passiert? Ei, ja, bei der Tasche. Sag ich, ja, was? Sag ich, ist sie kaputt oder hat sie irgendeinen Fehler? Sag ich, wir haben doch beide geguckt und ich habe wirklich genau geguckt nach den Reißverschlüssen, den Verschlüssen und sowas, denn die war schon 50% runtergesetzt, ja. Und da, ja. Und ja, naja gut, sagt sie, nee, da ist gar nichts, alles gut. Sag ich, ja, was ist denn dann? Da war in der Tasche, ich dachte, naja, das ist Füllmaterial. Da war in dem Füllmaterial, damit die Tasche sozusagen schön steht, ja, wenn sie im Regal ist. Und in diesem Füllmaterial haben doch wirklich ein paar Leute Sachen von dem Bäcker, der in der Fußgängerzone ist, reingetan. Also Brezel, Tüten, Kaffeebecher, leere zum Glück, also ausgetrunkene. Und ich dachte, das ist Füllmaterial. Sag ich, nee, ist nicht dein Ernst. Sag ich, das war doch Füllmaterial. Sagt sie, nee, in dem Füllmaterial versteckt. Also das Füllmaterial wurde wohl rausgenommen und dann wurden die Sachen da drin eingeschlagen und nochmal in die Tasche gestellt. Also, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, schockiert ist das falsche Wort. Also, ich fand es ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, man hat doch überall kleine Mülleimer. No? Zumindest sehe ich die öfters. Also für mich ist das schwer nachvollziehbar, warum man dann sowas macht. No? Ja. Naja, war halt so. Ich meine, zum Glück ist da nichts passiert, auch mit der halben Brezel nicht. Aber das fand ich nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. No. Ich meine, die Verkäufer oder Verkäuferinnen, je nachdem, die Leute vom Geschäft, die haben das wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ich habe es ja auch nicht gesehen, wie gesagt. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Da dachte ich noch so, wow, naja, gut. Ja, so war das. Sachen gibt's, die hält man gar nicht für möglich, eigentlich. Ne? Aber sie sind es. Ja, das war ein bisschen schade. Aber gut, die Tasche ist schön, sie war von innen her also sauber. Meine Bekannte hat halt Glück, dass das so
eingeschlagen war. Tja, wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd gewesen. Aber ich glaube, dann hätten wir es auch eher gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Guckst du so Sachen dann auch so nach? Oder denn normalerweise, wenn du ja was im Geschäft kaufst, gehst du ja davon aus, dass das komplett in Ordnung ist. Aber gut, ich hatte auch noch nie Probleme, wenn mir was nicht aufgefallen ist, die Sachen umzutauschen. Oder ja, umzutauschen. Zurückgeben ja nicht, weil ich wollte die Sache ja haben, aber umgetauscht kriegt man das ja alles dann auch schon. Das ist ja auch kein Thema. Also da hatte ich noch nie Probleme. Ja, so war das. Ich wollte eigentlich auch noch vor dem Discounter dann, also auf dem Rückweg, noch in ein Blumengeschäft fahren. Aber irgendwie hat uns das nicht zugesagt. Ja. Und dann sind wir halt nur noch einkaufen gegangen. Und dann Abmarsch nach Hause. Ja, das ist schon. Aber war ganz schön. War mal schön, so in der Stadt unterwegs zu sein und sich die Sachen mal anzugucken. Da ist mir dann wieder aufgefallen, wie voll die Stadt ist. Und was ja der Burner war, wie wir hingefahren sind. Ich wollte in einem Parkhaus parken. Da fahre ich dahin. Also auf den Schildern, an der Ampel und sowas hat überall gestanden, frei, Parkhaus frei. So, also bin ich natürlich voller Vorfreude, weil das ein sehr schönes Parkhaus ist. Da sind die Parkplätze schön groß, man kann super drin fahren mit den Autos. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön dort. Habe mich, wie gesagt, auf dieses Parkhaus dermaßen gefreut. Ja, und dann bin ich die Straße abgebogen. Tja, da stand dann da, Pustekuchen, junge Frau. Gibt's nicht. Das Parkhaus ist gesperrt wegen Sanierungsarbeiten. Ja, das war schade. Aber es war alles frei. An den Ampeln war kein Schild durchgestrichen oder Parkhaus besetzt oder Parkhaus voll. Da war gar nichts. Ja, ja. Ende vom Lied war, ich habe nachher sozusagen am Straßenrand geparkt, wo natürlich auch Parkplätze waren. Da habe ich geparkt und dann ein Parkticket einfach gezogen. So. Und dann waren wir innerhalb von 2 Stunden da durch. Und war noch meine Freundin mag ja Eis unglaublich gerne und da ist eine Eisdiele, die mega lecker ist. Und dann hat sie sich noch ein Eis geholt. Ich bin nicht so der Eisesser. Ich esse es mal gerne, aber ja, nicht so, dass ich sage, wow, jedes Mal, wenn ich da bin, brauche ich da ein Eis. Also das nicht, aber ich esse es auch mal ganz gerne. Ja, so war das. Ja. Das ist schon ein Knaller gewesen. Jetzt war ich schon länger nicht mehr in der Stadt. Und dann mit der Tasche sowas. Aber gut, wie gesagt, es war ja nichts an der Tasche kaputt, war auch nichts dreckig. War aber so ein sehr schöner Tag. Hat schon Spaß gemacht. Wir waren da abends hin nach der Arbeit. Mein Gut, wir waren noch eine Stunde gefahren, aber ich habe auch ein bisschen früher Schluss gemacht. Ich habe um 3 schon Schluss gemacht. Und dann sind wir danach direkt hingefahren. Was ja auch, ich finde das mal ganz schön. Also ich bin normalerweise nicht so der Shopping-Mensch. Wen wundert's? Ich sitze allein daheim und häkel und painte. Spaß. Ne? Aber ja. Ja, von daher
war das doch mal ganz schön. War schön. Dann denke ich mal, ja, das könntest du doch mal öfters machen, aber dabei bleibt es dann auch meistens. Denn alleine habe ich dann keine Muße dazu. Da komme ich mir immer irgendwie falsch vor irgendwie. Ich weiß nicht, also falsch ist nicht das richtige Wort. Ich komme mir da immer ein bisschen, ja, fehl am Platz vor. Das ist das richtige Wort. Ich komme mir, wenn ich alleine unterwegs bin, immer so ein bisschen fehl am Platz vor. Ist auch komisch. Aber gut, das ist auch immer eine Einstellungssache, eine Übungssache. Das ist genauso, wie ich am Anfang, ich meine, das habe ich zwar immer noch, also wie ich am Anfang wirklich starke Probleme hatte mit diesem freien Sprechen. Und ja, ich finde, das hat sich jetzt auch schon gegeben. Wie gesagt, ich habe ja jetzt ein bisschen länger schon her eine neue Arbeitsstelle angefangen gehabt. Und ja, da ist das ja dann aufgefallen, weil sie dann gesagt haben, du bist viel offener, du sprichst viel mehr. Ja, also von daher, ja, man kann so Sachen wirklich üben, ist richtig. Das stimmt. Nur manches kostet halt mehr Überwindung. Ja. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Das darf es ja auch. Sonst wäre das Leben ja langweilig. Ja. Ich habe früher in der Schule, das habe ich wirklich super gerne gemacht. Da wird jetzt jeder denken, was? Oh mein Gott, Referate. Da wusste ich wenigstens, wovon ich spreche. Ne? Und also die Sachen so vorbereiten und nachschauen und zusammenfassen und schreiben und sowas, das hat mir wirklich damals unglaublichen Spaß gemacht. Das habe ich auch jetzt in meinem Berufsleben, jetzt auf der Arbeit, wo ich bin, nicht mehr, aber vorher habe ich immer die Vorträge vorbereitet für meine Kollegin. Ja, so war das. Also das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich immer schön. So viele Trocknertücher habe ich gar nicht gebraucht. Die Farben sind fertig in den Döschen. Schön. Und die 3, die ich übrig habe, die kommen nachher sozusagen hier hinten dran einfach hin. Genauso wie die Legende. Die lasse ich auch. Da werde ich mir wahrscheinlich noch eine Kopie machen. Und das Original sozusagen in mein Journal kleben, in dieses kleine Tagebuchteil. Und ja, das hier wandert dann sozusagen in die Schublade gleich. Ich hole die gleich mal noch her, aber jetzt mache ich erstmal kurz noch die Tütchen zusammen. Normalerweise, wenn ich die Muße habe, sortiere ich die Tütchen auch schon gleich vorher, damit ich es nachher beim Wegsortieren einfacher habe. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust und deswegen wird das jetzt einfach so gemacht, fertig. Das ist aber auch nicht schlimm, es steht ja die Nummer drauf. Von daher hat man das schnell nachher nochmal sortiert. Und dann kann ich die nachher einfach wegräumen. Und das ist schön, dass das hier auch nochmal ein bisschen andere Tütchen sind, wie von den anderen Herstellern oder Shops, weil dann weiß ich, dass das die von Nikis Kreativshop sind. Das finde ich gut. Ja, ich mache mir die dann immer so zusammen und dann wird das mit dem Klemmerchen einfach versucht, einigermaßen zusammenzuhalten. Wenn
das funktioniert. Ja, so. So. Und dann gehe ich hin und habe sozusagen hier von meinen Schublädchen. Oh, das ist jetzt rausgeflutscht. Ja, die Sachen hier musste ich mir den Namen draufschreiben. Und da weiß ich, das ist ein Karatartbild. Und dann weiß ich, dass das hier von Nikis Kreativshop ist, weil hier ja die Nummer, die laufende Nummer, die DMC-Nummer auch draufsteht, auch noch mal ein bisschen anders gedruckt als wie vom Karatart. So, das kommt dann da rein und dann kommt das zurück in sein Fach. Na? Und hier kommt jetzt der Steg rein mit den Steinchen von hier. So, und dann die Legende und dann kann das so stehen. Da kann ich nämlich auch nachher noch hier das Schiffchen mit drauflegen. Die Steinchen sind hier mit drin, die Legende ist nachher mit drin und dann passt das auch wieder in mein Schubfach hinten rein. Was ich immer sehr praktisch finde. Man kann auch hier dann noch seinen Stift reinlegen, dann hat man auch immer alles zusammen. Und ein Plättchen Wachs, wenn man möchte. Das passt dann schon. So. Und jetzt hatte ich ja noch vor, hier gerade noch die Folie abzuziehen und hier mit dem Papier von Tini Schnickschnack zu bekleben. Das werde ich auch machen, aber ich werde vorher, die Leinwand glitzert sogar, das habe ich noch nicht gesehen gehabt, schön, aber ich werde vorher hingehen und mein Washi-Tape kleben, damit das schon mal gemacht ist. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so mit der Sonne, weil vom Fenster her ja, scheint halt die Sonne so ein bisschen rein. Ja. So, das Washi-Tape klebe ich genau sozusagen an den Rand und gucke, dass ich da relativ gerade laufe. Und dann so, dass ich diese Linie, das Raster noch sehe. Und dann kommt das ab. So, das ist einmal unten. Und dasselbe werde ich jetzt auch oben machen. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich das Washi-Tape so richtig rum habe, damit die Tierchen hier, die Kekse und das Hündchen, ist das ein Hündchen? Ja, oder weiß ich nicht, dass das halt richtig ist, einfach. So, ich hole das mal kurz ein bisschen so runter, dass ich das besser sehe. Und dann kommt das hier noch dran. So. Da bin ich jetzt ein bisschen weit. Ja. Ich sehe es kommen, gleich pappe ich mich selber hier fest. So. Und dann das. Und dann kommen noch kurz die Seiten. An sich kann man auch die Folie drauf lassen. Das wäre auch kein Problem. Aber momentan gefällt mir das ganz gut mit dem Papier drauf, weil ich mir da wirklich schön die Sachen frei machen kann, wo ich painten möchte. Also
Ja, bei der Folie also meine ersten Bilder habe ich ja mit Folien gepaintet und habe mir dann die Folie immer nur hochgeschoben. Ja, das war aber ein bisschen schwieriger für mich. Da ist das jetzt mit dem Papier besser. Und dann bin ich auch hingegangen bei manchen, das kommt aber wie gesagt dann auf die Folie an, bei manchen lasse ich die Folie auch drauf und teile mir dann mit dem Washi-Tape einfach ein. Aber wie gesagt, das kommt wirklich auf die Folie dann drauf an, wie die ist und wie sie hält auf dem Bild, also mit dem Washi-Tape sozusagen. Denn ja, bei mir ist das da manchmal abgegangen, das Washi-Tape von der Folie. Und das war dann halt nicht so toll. Ne? Na? Genau so soll es sein. Ne? Ah je. So, jetzt haben wir es. Also das hier Washi-Tape ist wirklich Bombe bis jetzt. Also es klebt auch, finde ich sehr gut. Also, das Washi-Tape lege ich mir auch meistens noch dazu. Und jetzt kommt der große Moment, wo sich das Bild einmal enthüllt. So, die kleinen Sachen werde ich hier oben hinkleben und das hier dachte ich mir, jetzt klebe ich hier unten hin, weil das ist genau 30 x 30. Ich muss mir das gerade ein bisschen aufrollen. Das Gekruspel tut mir leid, aber ohne kriege ich es nicht hin. So, und dann mal schauen. Das brauche ich jetzt nur, bis ich den Anfang habe. Und dann kann man das so drauflegen. Ups. So. Die kommen jetzt noch rüber. Und jetzt wollte ich gerade sagen, müsste ich mal meinen Schieberchen holen. Dafür nutze ich den zum Beispiel auch. Und dann hole ich hier die Blasen sozusagen, die Luft von der Folie einfach raus. Jetzt dachte ich, hier ist eine Falte drin, aber da ist nichts. Ich weiß nicht, warum das so aussieht. Ich habe die Folie runtergeschmissen. So. Genau. Jetzt gucke ich mal gerade hier. Ne, das ist okay. Hier ist ein ganz kleiner, minimaler, hier, wo die Folie nicht mehr drauf ist, aber das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nur ganz minimal. Und hier kommt es jetzt auch noch ab, denn da mache ich noch die anderen drüber und dann kommt die Folie einmal rüber. So, das hier sind alles so Reste, die ich noch hatte von den anderen Bildern, aber ich dachte, das kann man gut gebrauchen. Das ist nicht schlimm. Man kann es doch wieder verwenden. Ich meine, die Rolle hat 10 Meter. Vollkommen richtig. Es ist auch nicht schlimm. Man kann das auch noch mal anders benutzen. Aber ich wollte es jetzt für das Bild nehmen. So habe ich gleich die Feldeinteilung. Na, wenn man es richtig drauf macht.
Und deswegen dachte ich, komm. Habe ich es da schief abgeschnitten. So, dann kommt so rum jetzt drauf. So. Da ist jetzt ein bisschen Platz, aber das ist nicht schlimm, denn ich wollte noch ein paar Steinchen legen. So, die Folie kommt mal rüber. Aber ich wollte gerne hier, oder sollen wir vielleicht, nee, wir machen hier. Dann nehme ich die gerade noch mal ab und dann kann man das hier, den Stern, das wollte ich gerne noch mit dir zusammen einmal painten. So, das Schiffchen und der Stift. Ich glaube aber, ich lasse jetzt mal ein bisschen das Rollo runter, damit die Sonne hier nicht so stark ist, und mache dann das Licht an. So vielleicht. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob mein Licht hier vom Painten, nee, das glaube ich, das reicht nicht, nee. Dann hole ich das andere, mache ich noch die Deckenlampe sozusagen an. Einen Moment. So. So. Dass das jetzt vielleicht geht. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Ich denke schon. Ja, dann hole ich dich jetzt etwas näher ran, damit das hier funktioniert. Wie gesagt, ich wollte hier diesen Funken mal painten. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Hier werde ich noch kurz das Papier drüber legen. Und dann wird man sehen, wie es kommt. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit der 310, also die 2. So. Muss ich mal gucken, dass du was siehst, dass ich was sehe. Sagen wir mal so. So vielleicht. So, und dann mache ich noch den Autofokus hoffentlich aus, wenn das funktioniert. Und dann würde ich sagen, lege ich mal los. Na, das hier ist ja der Stift von meiner von meinem Amazon-Shopping sozusagen. Und ja, der ist ganz gut. Einziges, was ist, man muss sich ein bisschen, wenn man das nicht gewohnt ist, mit einer abgeschrägten Spitze zu painten, ein bisschen daran gewöhnen. Das stimmt. Und was auch ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das siehst, hier vorne, der war ja so grünlich metallic, und hier vorne haben die Steinchen auch mit dem Wachs erst nicht gehalten.
Und jetzt ist sozusagen dieses Grünliche ab. Und jetzt funktioniert er. Jetzt hält's. Manchmal muss man da auf Ideen kommen, so nach dem Motto. Nee, aber das ist von sich aus abgegangen. Das war auch, ja, war in Ordnung. Hat mir jetzt nichts ausgemacht, weil, wie gesagt, das ist ja unten an der Spitze, das stört einen ja nicht. Ja, aber seitdem funktioniert es besser. Das ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Auch der Stift an sich finde ich sehr angenehm. Der ist super leicht und lässt sich auch gut mit ihm painten, auch wenn es die Metallaufsätze sind. Das hätte ich am Anfang nicht so gedacht, weil ich ja eher diese bisschen dünneren Plastikaufsätze gewohnt bin. Aber das ist schon, es geht. Also gewusst wie, ist halt ein bisschen Gewöhnung, aber es funktioniert. Das ist schon gut. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das kleine Funkelsternchen hier rauskommt. Und dann würde ich auch dich weiterhin auf den Laufenden halten mit dem Bild. Wenn du magst, kann ich dazu ja auch mal so nochmal die Whip and Jets machen. Und dann erzähle ich so ein bisschen, ja, von meinem Alltag, so nach dem Motto, wie alles so ist, wie alles so läuft. Denn ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst immer erzählen soll. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Weil ja, man muss ja nicht immer zu allem seinen Senf geben, so nach dem Motto. Also bei mir. Ja, ich gehe jetzt nur von mir aus. Ja, in den letzten Wippenjets habe ich ja erzählt, was ich so koche in der Woche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das interessant, weil ich bin da immer dankbar für, wenn ich es erzählt bekomme, weil ich suche immer neue Rezepte. Immer. Ich probiere das gerne aus, ich mache das gerne und deswegen suche ich immer gerne neue Rezepte. Und deswegen bin ich da immer froh drum. Ja. Also Gemüselasagne, Ofengemüse habe ich ja das letzte Mal gemacht, weil das jemand vorgeschlagen hatte oder auch gesagt hat, dass er das auch kocht oder backt. Weiß nicht, wer backt. Und habe ich das auch probiert. Und das war sehr, sehr lecker. Also das ist schön. Ich finde es immer schön, wenn man so Sachen, wenn man auf was gestupst wird, was dann ein voller Erfolg ist, so nach dem Motto. Ja, das ist so meins. So ist das. Ja. Und jetzt gibt eigentlich gar nicht so viel von der Woche zu erzählen. Ich habe ja schon eben das erzählt, was ich gemacht habe. Das Einkaufen. Und ja. Sonst war nicht viel die Woche. Die Arbeit ist ganz normal. Von der Arbeit muss man auch nicht so viel erzählen. Ja.
weiß nicht. Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Das ist auch immer, irgendwie ist das dann doof. Irgendwie. Das ist das F. So, aber du siehst hier mit der Spitze, das geht schon ganz gut. Man kann die Sachen schön setzen, man kann sie schön aufnehmen. Und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir haben alle F. Ja, das hier Schiffchen, das ist schon ganz altes. Das war mein allererstes aus einer Diamond Art Club Bestellung. Das ist so ein bisschen verbogen schon. Ist aber nicht schlimm, stört keinen. Ich muss nur immer dann beim Steine aufnehmen darauf achten, dass das halt so ist. Ich finde so kleine Schiffchen in durchsichtig findet man gar nicht so viele. Ja, das ist schon so. Aber gut, das hier geht noch. Ist hier nur meins. Fertig. Das ist okay. So, die 3, die 4, die 8. Oh nee, das ist ein AB. Die 8 machen wir nachher. Die 6 noch. Wie paintest du denn? Also ich muss ehrlich sagen, die Sondersteinchen hebe ich mir meistens bis zum Schluss auf. Also ich weiß nicht warum, aber das ist so. Also die mache ich am allerliebsten zum Schluss. Das finde ich halt immer dann irgendwie mega schön. Das rundet das Bild dann so insgesamt einmal ab. Also das mag ich wirklich gerne. Das ist schön. So, noch das L und das K. Also die Steinchen sind sehr schön. Ich finde jetzt auch von so, wenn man das so sieht, haben die einen schönen Schliff, einen schönen Glanz. Das ist schon sehr positiv, finde ich. Also schöne Steinchen. So. Jetzt wollte ich den gerade falsch setzen. Ah. So, das war es auch bei dem. Das W. Genau. Wenn man nichts aus den Händen legen will, dann passiert sowas. Und man nicht bei der Sache ist und man schon denkt, welches hole ich denn jetzt als nächstes. Aber das ist nicht schlimm. Einfach absammeln, dann ist gut. Vorführeffekt. Ne? Für die, die flach liegen, hole ich gleich mal die Pinzette. Und dann, aber das macht den Steinchen jetzt nichts, dem Kleber macht es nichts. Das ist trotzdem alles noch in Ordnung. Ja. Na? Du auch. Und du.
So ist das alles. Komm, wenn du gerade mit auf dem Bild bist, dann können wir sie auch kurz hierher legen. Solange es da passt. So, du bist auch. Na? Der wollte nicht. Oh, der auch nicht. Jetzt aber. Jetzt habe ich mir natürlich noch ein Hundehaar mit drauf gemacht, sozusagen. Eieiei. So, jetzt. Ja, so kann das gehen. Was will man machen? Kann man nichts machen. Muss man zuschauen. Fertig. So, bei dem X, da ist das hier nur das eine Steinchen. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist das W. Die Steinchen lassen sich auch noch gut schieben. Also wenn man sie abgesetzt hat, sind die trotzdem noch schön beweglich. Wahrscheinlich noch so lange, bis sich der Kleber sozusagen hochgezogen hat. Also mir wurde mal erklärt beim gegossenen Kleber, dass da die Steine sozusagen vom Kleber nachher unten umschlossen werden. Ob das jetzt stimmt, frag mich nicht. Das wurde mir mal nur so erklärt. Deswegen kann man sie eine Zeit lang ganz gut verschieben und nach einer bestimmten Zeit, wenn die sozusagen schon länger auf einem Bild kleben, nicht mehr. Ich meine, das könnte ja gut sein. Oh, das ist der Fairy Dust. Jetzt haben wir den schon im Schüsselchen drin. Das ist das E. Dann klebe ich ihn jetzt auch. Auch normalerweise wäre das auch so ein Steinchen, was ich erst später holen würde. Ja. Das K. Aber die lassen sich wirklich gut legen. Schön. Das F. Nee, das ist das H. Jetzt hätte ich fast verkehrt. Das H ist es. Das brauche ich noch zweimal. Ja. Der Hintergrund ist ja auch, ich dachte erst, es ist relativ Color-Blocking sozusagen. Color-Blocking ist ja, wenn man von der Farbe sozusagen ins Schiffchen macht und damit eine ganze Zeit lang painten kann, dann hat man sozusagen Color-Blocking. Und wenn man aber die Farbe, so wie jetzt hier bei dem kleinen Sternchen, immer wieder wechseln muss, über einen längeren Zeitraum, dann hat man Konfetti sozusagen. Oder das nennt man wohl so. Ja, deswegen nur so am Rande, dass man das auch mal gehört hat. Ich meine,
Ich würde mir normalerweise, wenn ich es jetzt painte, ein größeres Feld freimachen und nicht nur diesen Sternchen, das Sternchen hier painten. Aber ich dachte, für den ersten Eindruck für dich ist es, glaube ich, so in Ordnung, dass man das so drum herum macht und gerade mal nur einen kleinen Teil sieht. Ich werde es dann die Woche mal weiter painten. Und wenn du magst, gebe ich dir dann nächste Woche, sozusagen, also Ende nächster Woche, nochmal ein Update dazu. Wenn du möchtest, da kann ich dir vielleicht auch, wenn du das gerne sehen würdest, auch so ein kleines Update zu all meinen anderen Bildern machen, die ich momentan sozusagen in Arbeit hört sich doof an, die ich momentan lege. Ja, das ist, also ich finde es halt keine Arbeit, das ist für mich Spaß und ja, deswegen, ja, eine Arbeit ist es nicht für mich. Es ist mein Hobby, es macht mir unheimlich Freude und ja, du siehst hier auch bei den ABs, die Beschichtung ist wirklich schön, weil jetzt auch, es zieht den Wachs nicht raus. Also bei manchen habe ich das, dass der Wachs dann immer rausploppt. Und dann nehme ich ja gern so Bienenwachs. Und das ist aber hier nicht. Also der Stift hier ist ganz normal mit blauem Wachs geladen sozusagen. Und ja, also bleibt drin. Das ist wirklich angenehm. Das ist doch was Schönes. So, noch das A. Und das J mache ich noch gleich da mit rein. So, und jetzt noch das J. J. Jetzt habe ich gerade überlegt, was für einen Buchstaben ich suche. Ja. Also, so geht das. So. Und noch einer. Wow. Schön. Der ist doch wirklich goldig, das Sternchen hier. So. Obwohl, ich kann dich auch näher ranholen. Also der ist doch wirklich, da liegt wirklich Stein an Stein. Na komm. Oder auch nicht. Doch. Also da liegt wirklich Stein an Stein. Ich hol mal ein bisschen raus. Jetzt. Ich muss immer gucken, wie das funktioniert. Ich kann mir das nie merken. Ja, also ist doch wirklich ein Träumchen, wie die hier liegen. Ja. Passen super in die Felder rein. Das Raster scheint hier nicht durch. Dieses kleine schwarze Raster, was da um die Felder ist. Und also ich finde, das ist jetzt nicht schlecht. Super. So. Jetzt muss ich mal gucken.
Da der ein bisschen klein ist, lege ich den jetzt rüber und hole mir ein anderes kurz. So ein kleines Release-Paperchen. So. Ja, dann würde ich sagen, schreib mir gerne, ob du dazu, wie gesagt, ein Update sehen möchtest und auch zu meinen anderen Bildern, die jetzt in der Mache sind. Und dann freue ich mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und das finde ich wirklich mega. Hätte ich nie am Anfang gedacht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also, das ist schon mega toll. Ja, ich hoffe einfach, dir geht's gut und dir passieren lauter tolle Sachen. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Gib mir gerne ein Däumchen nach oben, wenn du möchtest. Und schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du das möchtest. Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleib gesund. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.